Ey André, wie ist das eigentlich mit Gewerkschaften in Texas? Gibt es da überhaupt Gewerkschaften oder ist das so wie in Deutschland, so mit Verdi, IG Metall, immer weniger arbeiten, immer mehr Geld kriegen? Ist das genauso hier in Texas? Lass mal reingucken. Texas ist nämlich ein Right-to-Work-State und Spoiler, das hat nichts mit Recht auf Arbeit zu tun. Es gibt einige Bundesländer, wo dieses Right to Work gilt und Texas ist natürlich eines davon. Und das bedeutet, dass wenn es in deinem Betrieb eine Gewerkschaft gibt, eine Union, dann darfst du davon profitieren, was die Union aushandelt. Denn es gibt hier das Right to Work, das heißt, du hast das Recht, in dieser Gewerkschaft mitzuarbeiten, aber du hast auch das Recht, nichts einzahlen zu müssen. Also die Verpflichtung zu einer Mitgliedschaft, die ist in Texas ausgeschlossen. Das heißt, die Gewerkschaft kann für dich verhandeln, kann dich beraten, und du hast auch ein Recht dazu, dass die Gewerkschaft das macht, aber du wirst nicht gezwungen einzuzahlen. Es gibt ein paar Staaten, da ist das anders. Da musst du quasi Gewerkschaftsmitglied sein, um von den Verhandlungen oder von den Verhandlungsergebnissen der Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber zu profitieren. Das ist in Texas anders. Das schimpft sich Right to Work. Auf dem Papier klingt das natürlich erstmal nach super, ist Freiheit. Ich werde nicht gezwungen, da einzuzahlen, kann natürlich trotzdem gekündigt werden, ne? Also Texas bleibt natürlich ein At-Will State und darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht, ne? Aber es schwächt natürlich die Gewerkschaften enorm, denn wenn du ganz viele Mitglieder hast, die keine Mitglieder sind, die also nicht einzahlen, dann hat die Union, also die Gewerkschaft, natürlich weniger Geld, um da Leistungen zu erbringen. Das schwächt natürlich extrem die Gewerkschaften. So, jetzt würde mich mal tatsächlich interessieren, wie ist denn so der Eindruck bei euch in Deutschland? Haben die Gewerkschaften immer noch einen guten Ruf oder ist das mittlerweile so ein Dinosaurierkonstrukt, was überflüssig geworden ist? Ich meine, Streiks sind nervig und der ewige Ruf nach immer weniger Arbeit und immer mehr Geld bei den wirtschaftlichen Voraussetzungen hier sind vielleicht auch nicht mehr so angesagt. Aber mich interessiert das wirklich, ne? Also was haltet ihr davon? Übrigens ist das so, dass wenn ihr einen Betrieb habt als Arbeitgeber und da ist eine Union aktiv, dann ist der Betrieb quasi unverkäuflich in den USA. Oftmals. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ne? Betriebsrat und so was, ne? Das gibt es hier nicht.